mal wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den Drift Miata. Und heute wird nochmal das Kühlungssystem angegangen. Denn heute wird ein Reroad Kit eingebaut. Ein Reroad Kit sollte eigentlich jedem, der irgendwas mit dem MX-5 zu tun hat, ein Begriff sein. Kurz erklärt, warum man ein Reroad Kit macht und warum man das beim MX-5 einbaut. Der Grund dafür ist einfach, dass es den MX-5-Motor schon, bevor es den MX-5 gab es den schon in anderen Autos. Da war er halt nur von angetrieben und einmal so um 90 Grad gedreht. Da hatten die das Kühlsetup ein bisschen besser gemacht, sage ich jetzt mal. Da war das im Prinzip, dass von unten, also kaltes Wasser unten in den Block reinging, dann einmal gekühlt hat und bei den anderen Autos, also nicht beim MX-5, ging das heiße Wasser hinten wieder raus, also im Prinzip dann hier raus und dann in den Kühler rein. Beim MX-5 haben die sich gedacht, ey, wir haben einen mega geilen Motor, den schmeißen wir in den MX-5, drehen ihn einmal so und machen das ganze Auto Heckantrieb. Beim MX-5 ist das so, dass hier vorne kaltes Wasser rausgeht, unten aus dem Kühler raus, geht in den Block und dann geht das hier hoch und wieder hier vorne rein. Sprich, das kommt vorne rein und vorne wieder raus. Beim Reroad Kit geht man hin und leitet das ganze Wasser so, wie es eigentlich mal gedacht war, vorne rein und hinten wieder raus, damit man die maximale Kühlungsperformance hat. Beim MX-5 ist es jetzt so, dass gerade der hintere vierte Zylinder heißer wird als der erste. Sprich, man hat eher Probleme mit dem vierten Zylinder, dass er zu heiß wird und dass irgendwann auch mal Kolbenringe kaputt gehen und so weiter und so fort. Und gerade bei dem MX-5 hier, wo ich dann doch sehr viel Hitze reinhaue, sehr hohe Drehzahlen fahre, Drehzahlbegrenzer und sowas, macht das hier schon Sinn. Beim anderen MX-5 habe ich es jetzt nicht gemacht, auch wenn der Turbo aufgeladen war, da habe ich es jetzt nicht gemacht, wollte ich immer machen, aber es ist halt viel Arbeit. Aber dem denke ich mir jetzt, ey, ich fahre damit eigentlich nur auf der Rennstrecke und nur halt im Grenzbereich, sage ich jetzt mal. Deswegen macht das hier schon Sinn, dass mir der Motor nicht nach, keine Ahnung, den ersten 2 habe ich schon geschafft, aber nicht nach den ersten 3, 4 Events, gerade wenn hier so eine kleine Schnecke drin ist und ein bisschen mehr Hitze das ganze Auto erzeugt, dann macht das schon Sinn, komplett das Kühlungssystem von vorne bis hinten vernünftig zu haben. Und das heißt auch halt den ersten, zweiten, dritten und vierten Zylinder, dass die alle gleich heiß werden, beziehungsweise dass die alle vernünftig gekühlt werden. Ich zeige euch jetzt mal kurz das Reroad Kit. Ich habe jetzt ein Reroad Kit von IL Motorsport. Da ist alles dabei, was man braucht. Ja, ihr seht gleich, wie man das Ganze einbaut, weil ich werde es halt einigermaßen gut zeigen. Auf jeden Fall, hier sind alle Teile bei, die ich brauche, um dieses Auto bzw. das Kühlsystem einmal zu rerouten. Ich gehe jetzt erstmal hin, lasse Kühlwasser ab, nehme diesen vorderen Schlauch weg, nehme dann einmal das Thermostatgehäuse, genauso wie das Thermostat, komplett weg und mache dann hinten einmal Zündkabel, Zündspulen. Mache ich dann ab, damit ich hinten ein bisschen Platz habe, weil im Prinzip, ich zeige jetzt mal eben, wie das Routing ist. Das geht von hier vorne, geht das dann hier hinten einmal lang, dann da einmal lang, dann hier hinten ist dann das Thermostat später, sprich, das Teil ist dann später da. Das geht dann da nochmal zu diesem Wärmetauscher zum Auto rein. Ja, im Prinzip war es das schon. Eine weitere Leitung geht nirgendwo lang. Dann hat man da hinten das Thermostat und dann kühlt das im Prinzip von unten, geht das in den Block rein. Dann kühlt das einmal den kompletten Block, also den Motor halt, und geht dann hinten wieder raus, geht dann von hinten wieder hier oben rein in den Kühler. Ja, das kühlt den Motor ein bisschen besser. Die paar Sachen mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da hinten irgendwie versuche, das Gehäuse abzukriegen. So, wie ihr gerade gesehen habt, hier ist kein Thermostat mehr drunter und auch kein Schlauch mehr vorne zum Kühler hin. Das ist jetzt einmal komplett durch die Platte hier geschlossen. Hier ist noch der Wassertemperatursensor drin und hier hinten, wie ihr gerade auch gesehen habt, ist einmal, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier vorne war eigentlich eine Platte drin und zwar genau die hier. Hier kommt das Wasser hinten aus dem Block raus und geht dann einmal dort vorne in den Wärmetauscher rein und vom Wärmetauscher geht es dann wieder hier vorne irgendwo hin. Das ganze Ding tauschen wir jetzt hiermit aus. Im Prinzip wird das jetzt durch das hier ausgetauscht. Hier nach rechts geht das einmal zum Wärmetauscher wieder hin und hier links geht das dann zurück zum Kühler. Hier vorne kommt auch dann am Ende wieder das Thermostat rein, was dann im Prinzip so zusammenkommt, sprich, das hier ist jetzt das Thermostatgehäuse. An sich relativ simpel. Hier muss ich jetzt nur noch hingehen, einmal den Temperatursensor ausbauen. Der kommt dann hier vorne rein, also da oben rein. Dann kommt hier das Thermostat rein und dann kann ich das im Prinzip alles wieder, ja,
da hinten reinschmeißen. Ist ein bisschen nervig, weil er echt extrem wenig Platz ist. Ich bin jetzt hier hingegangen und habe einmal die Zündspulen rausgenommen. Ist zwar ein bisschen eng, aber man kann es hinkriegen. Das ganze Gehäuse ist mit 2 Schrauben, beziehungsweise einer Schraube und einer Mutter gesichert. Eines oben, eines unten. Da kommt man, ja, geht so gut bei. Und dann kann man halt hier hinten einmal den Stecker abmachen und dann einmal den Schlauch abmachen. Und dann kann man das ganze Teil, ja, im Prinzip rausziehen. Ich will das Ganze jetzt machen. Ich werde das Ganze, was da unten liegt, kommt jetzt hier rein. Und am Ende kommt dann im Prinzip der Schlauch, kommt dann einmal hier vorne dran und dann hier unten so bis hinten durchgeführt. Ein bisschen doof ist es jetzt, dass ich die Ölleitung hier vorne lang laufen lassen habe, weil die ist so ein bisschen im Weg. Man kann das hier unten noch durchführen, aber es ist ein bisschen im Weg, genauso wie hier vorne. Das ist auch noch ein bisschen eng. Hier ist auch noch die Ölleitung. Vielleicht werde ich die so ein bisschen nach unten drehen. Und dann muss ich nochmal gucken, dass das alles funktioniert, beziehungsweise dass es alles da vernünftig Platz hat, so dass der Schlauch nicht irgendwo da an der scharfen Kante oder sowas dran geht. Ich werde jetzt hingehen, das Ganze einbauen und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das komplette Reroute-Kit eingebaut habe. Das Reroute-Kit ist jetzt eingebaut und der MX5 ist auch schon entlüftet. Das Ganze einzubauen war an sich nicht so unfassbar geil, sage ich jetzt mal. Gerade hier hinten beizukommen, da wo das Reroute-Kit halt hingeht, also da wo das halt angeschlossen wird. Das geht noch dahin zu kommen, also die 2 Schrauben zu lösen, das Ganze, das geht noch einigermaßen. Das Schlimmste ist, wenn man hier vorne hingeht und dann hier vorne durchguckt, da sieht man, da ist die Aufnahme fürs Reroute-Kit und da ist jetzt das Thermostat. Das Thermostat kann ich da jetzt so im eingebauten Zustand nicht wechseln, das habe ich schon versucht. Wenn ich diese 2 Schrauben dort oben löse und dann versuche das Gehäuse, kann ich das fokussieren? Ja. Und dann versuche das Gehäuse rauszuziehen, dann kriege ich das da nicht raus. Also ich sag mal so, ich will hoffen, dass nicht in nächster Zeit das Thermostat kaputt geht, weil das wäre sehr unglücklich. Ich hätte natürlich jetzt auch noch ein neues Thermostat kaufen können und das da einbauen können, aber das, ja, habe ich halt vom Ding her nicht gemacht. Ja, an sich sonst das da hinten einbauen, die 2 Schrauben daran zu kommen, wenn man das hier oben abgebaut hat und den Heizungsschlauch von hier vorne, also von der Wärmepumpe vorne dann abmacht, dann kann man da relativ gut hinkommen mit einer kleinen Ratsche. Das geht alles ohne Probleme. An sich, ansonsten geht der Schlauch dann hier vorne lang und dann hier habe ich dann einmal den Temperatursensor noch eingebaut. Hat von der Kabellage und sowas relativ gut geklappt. Und dann kann ich den hier vorne wieder drauf schmeißen. An sich, die Stelle, so wie er jetzt liegt, ist ganz gut. Hier vorne, hatte ich ja schon gesagt, die Ölleitung, die stört so ein bisschen, weil das Ganze so ein bisschen nach rechts schiebt. Das geht noch, also der hat hier noch ein bisschen Platz und der schürft dann irgendwo auf. Normalerweise ist hier vorne noch so ein, so ein Halter mitgeliefert. Das ist der hier. Der kommt dann hier unten, ist so eine Ansaugbrückenstütze, der kommt da eigentlich noch drauf. Und dann kann man den Schlauch da so schön drauflegen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich auch einfach die Stütze nicht mehr habe. Beziehungsweise die habe ich beim Umbau, wo ich den Ölkühler eingebaut habe, beziehungsweise das Ölfilter Relocation Kit, wo ich das eingebaut habe, habe ich den halt einfach rausgeschmissen. Mazda hat sich höchstwahrscheinlich irgendwas dabei gedacht, aber ich sag mal so, ich bin mit dem anderen MX5, da bin ich jetzt auch irgendwie 2 Jahre auf Turbo damit gefahren. Oder 3 Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau. Und das hat nie irgendwie zu Problemen geführt und das habe ich jetzt einfach auch rausgeschmissen, damit ich da unten einfach ein bisschen mehr Platz habe. Aber an sich, wenn ihr das ganze Relocation Kit einbaut, dann kommt das Ding da hinten, kommt dann hier vorne, da kommt das dann drauf, darunter ist die Ansaugbrückenstütze und dann kann man das Ganze hier rein bauen und dann hier mit Kabelbinder festmachen zum Beispiel oder einfach reinlegen. Ansonsten, das größte Problem hat mir das Ding hier vorne gemacht, also hier wo das Thermostat mal war und das Thermostat da hinten. Die Platte hier oben, die war komplett schief und die war sogar so krumm und schief, dass die Dichtung hier vorne das Ganze nicht mehr dicht gehalten hat.
Eigentlich ist die Dichtung dafür da, dass die kleinen Unebenheiten bessert. Aber da hat das auch nicht mehr viel gebracht. Dann habe ich die Platte eben runtergenommen, einmal so gut wie möglich geplant und dann wieder reingeschraubt. Jetzt ist es einigermaßen dicht. Das Wasser, was hier vorne rauskommt, das ist einfach nur Wasser, was die Dichtung an sich voll gesaugt hat, weil das halt überall da rausgetropft ist. Und das wird jetzt einfach rausgedrückt. Aber das tropft auf jeden Fall nicht oder hat nicht getropft in der Zeit, wo ich das entlüftet habe, die 20 Minuten. Und das andere Problem, warum gehe ich da hin? Ich kann es sowieso nicht zeigen. Da wo das Thermostat reinkommt, ich kann das von dieser Seite maybe zeigen. So, da wo das Thermostat reinkommt, das hatte ich einmal, wo das in dem Stadium war, wo ich das jetzt halt so versuchen wollte rauszunehmen, also wo ich den Schlauch rüber tun wollte, das nicht geklappt hat, habe ich versucht, das Gehäuse abzunehmen, das rauszuziehen und dann den Schlauch drüber zu tun, was, Spoiler, nicht funktioniert hat. Ja, ich habe das abgenommen, dann ist das Thermostat so leicht runtergerutscht, weil da nur so eine ganz, ganz kleine Lippe ist, die das Thermostat drin hält. Und dann muss ich das ganze Teil nochmal ausbauen, weil wie gesagt, das Thermostat kannst du nicht tauschen im eingebauten Zustand. Das kann man maybe sehen, wenn ich den Schlauch hier so ein bisschen zur Seite schiebe. Davon kann man so ein bisschen sehen, da habe ich so ein bisschen die Firewall eingedrückt oder versucht mal einzudrücken, damit ich das irgendwie im eingebauten Zustand tauschen kann. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich bin einfach hingegangen, habe das eingebaut, als ich das ganze Teil draußen hatte und dann reingeschoben halt. Das dazu. Wie gesagt, das Auto ist jetzt komplett entlüftet, ist jetzt wieder fahrbereit. Und ich würde mal sagen, ich fahre mal eine ganz kleine Runde, einfach nur mal eben zu gucken, wie das jetzt ist mit dem Reroad-Kit, wenn das eingebaut ist, wie das zu fahren ist. Das mache ich gleich eben, aber vorher werde ich eben die Garage aufräumen und dann mache ich eine ganz kleine Probefahrt und guck mal, wie sich es mit dem Kit fahren lässt. Ja, ich bin jetzt im Auto, das Auto ist schon warm gefahren und ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen testen. Natürlich, wie kann man es am besten testen? Natürlich beim Driften. Ich werde mich jetzt mal eben auf den Weg machen und zu einem Privatgrundstück fahren, also abgesperrte Strecke und sowas. Und dann werde ich das Ganze mal testen. Was ich auch noch heute testen werde, sind einmal solche Racing Gloves. Das sind jetzt welche von Night Ride. Solche benutze ich auch beim Sim-Setup und da ist es ein dickes Improvement. Und ich werde jetzt mal hier im richtigen Auto testen, gucken, wie sich es anfühlt. Ist jetzt das erste Mal, einfach mal gucken, wie sich das Ganze anfühlt. Und ja, ich fahre jetzt mal eben dahin, wo der Spot ist. Und dann werde ich das ganze Auto mal ein bisschen testen, beziehungsweise einfach mal testen, wie sich die Handschuhe verhalten, wie ich die mag und natürlich auch, naja, den Reroad, also ja, den teste ich einfach mal. Ja, ich fahre da mal hin. Ja, wir haben das Reroute-System getestet. Ja, der Kühler ist halt kalt, also die Wassertemperatur ist halt kalt jetzt, also ich habe auch eigentlich nichts anderes erwartet. Die Handschuhe an sich sind ganz solid. Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt viel besser waren, also ich hatte gut Halt, aber ich denke mal, das muss ich mal beim richtigen Drift-Event mal ganz genau testen. Aber an sich, die fühlen sich ganz gut an, sind an sich auch sehr hochwertig. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.